Unsere Garage hat hier ausgedient. Wir bauen uns heute nämlich eine richtig schöne neue Garage für unseren Yuka Mini, den neuen. Und zwar soll die wirklich so eine halbautomatisch sein, wo sich das Garagentor dann wirklich schön öffnet und wenn der Yuka wieder reinfährt, wieder schließt. Und wen das interessiert, der sollte sich das Video echt mal anschauen. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal rein, wie wir das Ganze umsetzen wollen. So Leute, Yuka Mini. Neue Garage, Thema von heute. Jetzt aber erstmal Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wie gerade erwähnt, wir bauen uns heute eine, ja ich sage jetzt mal so eine Halbautomatik-Garage für den Yuka Mini. Apropos Yuka Mini, es gibt ein Video zu diesem Mähroboter, den schaut ihr euch gern mal an. Das gibt auch andere Modelle. Es soll aber nicht nur eine Garage für dieses Modell geben, sondern ihr könnt diese Garage dann so bauen, wie ihr wollt für euer Modell. Aber da werden wir dann später einfach mal drauf eingehen. Ja, was soll das denn für eine Garage werden? Also der Plan in meinem Kopf, der ist fettes Gehäuse, wo das Garagentor dann automatisch auf und zu fährt. Das hört sich jetzt schlimm an, weil ganz ehrlich, Automatik, das heißt dann immer Elektronik dahinter. Nein, wir wollen das Ganze jetzt, ich sage jetzt mal, günstig bauen. Das heißt nicht, dass es jetzt eine Bauanleitung wird mit Automatikgarage. Da gibt's dann schon einige Videos, aber da muss man schon einiges fit sein, da die ganze Automatik, die ganze Steuerung zu machen. Nee, das wollen wir nicht machen. Wir wollen das Ganze mechanisch bauen, dass der Roboter praktisch, ich sage jetzt mal, die Tür auf und zu drückt durch einen mechanischen Mechanismus. Ja, das hört sich komisch an, ja, aber das stimmt schon. Also ihr wisst, was ich meine und darauf wollen wir eingehen. Und es soll jetzt nicht ganz so teuer werden, es soll jetzt nicht gleich hier 1000 Euro kosten, dieses Projekt, sondern wir wollen da einfach nochmal so ein bisschen im Rahmen bleiben. Aber es soll schon ein massives Teil werden. So, ich habe da mal was vorbereitet, Leute. Ich schiebe den Wagen mal hier rein, damit ihr das könnt. Apropos, wundert euch nicht, dass ich nicht bei mir in der Werkstatt bin. Jetzt mal ganz ehrlich, bei mir in der Werkstatt, es wird doch eine relativ große Kiste. Und diese Kiste kriege ich bei mir von der Werkstatt nicht mehr runter, weil ich nur so einen kleinen Treppenaufgang habe im 2. Stock. Also nicht wundern. Aber ich habe da jetzt mal schon mal Material besorgt. Roundabout, oh, Entschuldigung, das darf ich ja nicht mehr sagen, ungefähr kommen wir jetzt aktuell auf einen Preis von 65 Euro. Wir wollen das ja relativ gering halten, aber doch stabil. Da wird noch ein paar, Kleinkrust wird definitiv noch dazukommen. Ich habe hier Rahmenholz gehobelt, 44 auf 44. Wir haben hier so ein Blechdach, das wir benutzen werden. Und wir haben Rauschbund, wo wir dann außen das Ganze verkleiden werden. Natürlich kommt noch so Kleinkrust dazu wie Farbe und. Aber da kommen wir später nochmal drauf zum Sprechen. Leute, es geht in den Zuschnitt. Die ganzen Maße, das werden wir einfach später alles besprechen. So, auf geht's. Gesägt ist jetzt, Leute, wie gesagt, zu den Maßen kommen wir nachher einfach nochmal und was ich genau hier fabriziert habe. Leute, dieser Rauschbund, der muss noch gestrichen werden und zwar die Nut und die Feder. Die werde ich jetzt nochmal streichen, wenn da ein bisschen Wasser eindringt. Deshalb wird auch die Nut und die Feder einfach nochmal vorab gestrichen, bevor wir die Hütte komplett streichen. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wie machst du das jetzt am klügsten, damit das Ganze nicht scheps wird und einfach wirklich hier im 90-Grad-Winkel angebracht ist. Ganz einfach, ich habe mir jetzt hier 2 Winkel aufgespannt auf diese Werkbank, auf die mobile und habe das Ganze angelegt, so wie es sein soll von den Maßen und wir werden das Ganze schießen. Ich werde es mit dem Druckluft-Tacker machen, kann ich euch gerne noch mal unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinken, damit ihr, wer sowas noch nicht hat, weil ganz ehrlich, Schrauben habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Vorbohren, Schrauben, das dauert mir zu lang, ich schieße das Ding einfach rein, fertig. So, anlegen, festklopfen. Moment, ich habe noch was vergessen. Mein Gott. Leute, und zwar, ich werde hier noch 2 mm, ich habe hier kleine Abstandshalter und werde diese da reinlegen in die Nut und Feder und werde das Ganze dann, ja, ich sage jetzt mal mit Abstand machen. Warum mache ich das mit Abstand? Ganz einfach, Holz, wenn es feucht wird und so weiter, wir werden das Ganze noch natürlich fertig streichen, aber es wird arbeiten. Das heißt, das Holz hat einfach ein bisschen Luft. Wir haben
mal nur auf der Seite, auf jeder Seite 2 Tackernageln drin und deshalb kann es einfach arbeiten. Deshalb werde ich hier noch Abstandshalter reinmachen und werde es dann festtackern, damit das Holz einfach arbeiten kann. So Leute, wir sind jetzt am letzten Brett hier angelangt und zwar, jetzt ist es wichtig und wir haben hier ja eine 4 Grad Hammer angesenkt, damit es schräg ist. Ihr seht es ja vielleicht jetzt auf dem Bild, dass es jetzt hier einfach schräg ist. Und jetzt werden wir das Ganze erstmal ansetzen und wir müssen das Brett ja nochmal auf diese 4 Grad zuschneiden. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt mal hier hinklopfen und werde das Ganze anreißen. Apropos, nachher vom Nageln habe ich noch was vergessen. Warum nagel ich nur 2 hier in der Mitte? Und zwar einfach nur so, dass das Holz nach oben und nach unten ein bisschen arbeiten kann. Also nicht hier oben rein nageln und nicht da rein nageln, sondern nagelt so relativ in die Mitte, einfach 2 Tackernageln reinballern und gut ist, damit das Holz arbeiten kann. So, jetzt werden wir das Ganze anreißen. Ich mache das jetzt so, ich habe den Abstandshalter schon drauf und werde jetzt hier mit dem Anreißer, ich sehe nichts, werde das Ganze anreißen und dann werden wir das Ganze sägen. Bandsäge noch einstellen. Aber ganz ehrlich, man könnte das theoretisch ja auch mit der Handkreissäge machen und mit der Schiene. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Maschine da habe, warum denn nicht so? Jetzt bin ich mal gespannt, ob es passt. Ja, gucken wir mal. Wunderbar. So, wo ist mein Tacker? Hier. Ballern wir da noch 2 rein. Die zweite Seite ist an der Reihe. Leute, ich habe es jetzt ganz einfach gemacht. Damit es absolut gleich ist, habe ich jetzt das Ganze einfach umgedreht. Ihr müsst da sakrisch aufpassen, damit ihr das auch richtig macht. Es muss ja spiegelverkehrt sein. So, einfach festgespannt und jetzt wird dann weitergemacht. Und jetzt machen wir das Gleiche noch einmal, was wir bei dem jetzt gemacht haben. Also, das geht ja relativ schnell dann. Bam, bam. Leute, die Seitenwände sind fertig. Mir ist aber noch was eingefallen. Und zwar, es schaut viel cooler aus, wenn wir schon Spalten haben, dass da wir eine Phase noch an die Spalte hinmachen. Dummerweise ist das natürlich schon vernagelt. Bam! Macht's das vorher, schaut nämlich auch ganz cool aus. Ich mache da jetzt noch eine Phase hin und dazu benutze ich so einen Sims-Hobel. So einen kleinen kann ich euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinken. Wer noch keinen hat, ist ganz cool, wenn man so einmal da hat. Und da werde ich jetzt noch eine Phase hier anbringen. Also Leute, mitdenken. Ich werde natürlich die Rückwände, die haben wir noch nicht verschraubt oder vernagelt. Da werde ich den kleinen Mini-Handhobel nehmen. Kann ich euch noch verlinken. Ist ein richtig cooles Teil eigentlich. Voll süß. Und da werden wir jetzt einfach mal die Phase nochmal vorher machen. Da ziehen wir einfach 2-3 Mal drüber und gut ist. Und schaut's mal, richtig schöne Späne. Eigentlich bräuchte ich jetzt 5 Hände, um das Ganze zu machen. Wie mache ich die Rückwand? Also ich habe mir jetzt mal so vorgestellt, ich stelle das Ganze hier hin, ich nehme hier eine Latte, damit ich dann den Abstand habe von der anderen und dann, die steht da schon relativ gut. Ich sage jetzt mal, das Ganze jetzt ausrichten mit dem Winkel und dann baller ich das Ganze auch rein hier. Vorsicht mit den Händen. Ha! So, müsst ihr halten. Und so mache ich jetzt weiter und dann werden wir mal schauen, wie wir die andere Seite machen. Dann können wir es ja eigentlich schon aufstellen. Also das müsste klappen. Leute, es nimmt Gestalt an. Richtig cool. Und jetzt kommen die meisten vielleicht wieder, oh, ist doch viel zu groß für diesen kleinen Yucca Mini. Ja,
Aber habt ihr schon mal dran gedacht, wenn der mal irgendwann mal rausfliegt, irgendwann und dann wieder mal eine neue kommt, dann baue ich nicht neu eine Hütte, dann habe ich genug Platz für einen anderen Roboter. So, wie machen wir denn weiter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon mal angefangen. Hier machen wir noch mal einen Rauschbund drüben. Das habe ich jetzt alles schön ausgerichtet, festgespannt. Und warum habe ich jetzt noch so viel Luft lassen? Ich habe jetzt zum Roboter von euch, habe ich jetzt noch mal 10 cm mindestens Luft lassen. Wir haben ja hier noch die Mechanik von der Türe dann oben drin. Den Drehpunkt haben wir auch noch hier drin. Und deshalb lasst einfach ein bisschen mehr Luft, dann passt es schon. So, ich werde das Ganze mal festballern. In der richtigen Höhe. Wir kommen jetzt zum Rahmen des Daches. Und zwar werde ich da natürlich auch wieder mein Rahmenholz hier verwenden, die 44 auf 44 Millimeter. Normalerweise, Leute, gehört da eine schöne Überplattung hin. Aber ganz ehrlich, es wird einfach nur stumpf aufeinander geschraubt und fertig. Es ist eine Mähhütte. Was soll's? Wenn ihr jetzt richtige Überplattungen sehen wollt, dann werde ich euch nochmal das Video von der Werkbank verlinken. Dort seht ihr, wie eine richtige Überplattung funktioniert, wenn ihr da Lust und Laune drauf habt. Aber ganz ehrlich, ich habe da keine Lust drauf. Deshalb wird's stumpf aufeinander geschraubt. So. Die Kanthölzer sind jetzt mal zugeschnitten. Jetzt seht ihr das Ganze. Ich mache das Ganze hier vorne auf Stoß, damit man dann die Klappe einfach hier oben aufmachen kann. Ich werde das Ganze jetzt vorbohren und werde es, wie gesagt, einfach nur stumpf reinballern, 2 Schrauben und fertig. Wundert euch nicht, da kommt noch später eine Aluleiste drüber. Das werden wir die ganzen Schrauben werden wir noch alles verdecken, die ganzen Schießdinger, alles verdecken am Schluss. Gut, aber ihr seht ja am Schluss, machen wir da jetzt einfach mal, ballern wir das einfach mal zusammen. Leute, sehr, sehr cool, wie das jetzt ausschaut. Jetzt seht ihr den Rahmen. Ich habe dann natürlich noch da drin auch noch was reingemacht, damit ich das Blechdach natürlich, damit es nicht den hier macht. Und am Schluss kommen da noch 2 Scharniere hinten hin. Die habe ich schon eingelassen. Ich muss euch nicht zeigen. Einfach 2 Scharniere hin, damit wir dann diesen Deckel dann später so aufmachen können. Fertig. So, das Grundgestell steht. Es ist massiv und ja, Leute, es ist mega groß. Aber wer den Platz hat, baut es gleich größer. Gut, loslegen mit Streichen. Einmal außenrum, komplett alles gestrichen und fertig. Innen drin, ja, müssen wir mal schauen. Da können wir auch farblos nehmen, je nachdem, was ich noch rumliegen habe. Auf geht's! Jetzt muss ich noch verstecken für euch. Nee, es ist fertig gestrichen. Schaut richtig super aus, muss ich sagen. Es ist noch eine kleine Verblendung hier vorne dran gekommen. Jetzt geht's aber um die Mechanik der Türe. Was habe ich mir ausgedacht? Als Türe wird es bei mir eine Verbundplatte geben, Alu. Warum? Sie ist schön leicht und die ist super stabil und wetterbeständig vor allem. Das ist das Wichtige dabei. Und um es euch zu zeigen, kommt das Ganze jetzt auf den Bauch, auf die Front. Und ich werde es euch zeigen, was ich hier geplant habe und wie ich vor allem die Mechanik geplant habe. Mein Plan dahinter, jetzt zeige ich es euch erstmal hier. Und zwar habe ich hier 2 Klötze gemacht. 2 für links und rechts. Das soll der Drehpunkt für diesen Bolzenriegel sein. Riegelbolzen, Bolzenriegel, wie auch immer. Ich werde euch natürlich unten alles verlinken. Und zwar, ihr könnt es natürlich auch anders planen. Ihr könnt hier eine Gewindestange reinmachen. Sonst irgendwas, was ihr halt einfach einen Drehpunkt habt. Ich mache es mit diesen Bolzenriegel. Und die kommen jetzt dahin. Die werden jetzt an diese Tür, ich komme mal auf die andere Seite für euch. So, hier kommt praktisch die Tür hin. Die Erklärung nachher gebe ich euch, warum wir was auf welche Höhe machen müssen. Kommt nachher alles. Jetzt werden wir es erstmal bauen. So, jetzt kommt dieser Bolzenriegel, wird dann praktisch hier auf diese Platte zweimal draufgeschraubt und hier wird es auch festgeschraubt. Fertig.
Jetzt habe ich mal die Alu-Verbundplatte hier reingelegt. Wie gesagt, auf die Maße gehen wir später drauf ein. Was ich euch empfehlen kann, ist wirklich, nehmt hier solche Glaserklötzchen, das sind solche Abstandsklötzchen, diese hier, und die tut ihr dann einfach dort rein als Abstand, dass es überall gleich ist. Kann ich euch gern auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Muss eigentlich jede Werkstatt da haben. Jetzt werde ich das Ganze mit einem Zentrierbohrer, werde ich euch auch noch natürlich verlinken, vorbohren. Und dann werden wir doch die Sachen von außen festschrauben. Jetzt hoffentlich werde ich das nicht versauen. Und bohr richtig. So schaut das Ganze jetzt aus. Die Riegel sind dort festgeschraubt. Also ich finde es eine richtig gute Idee. Und ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Ich werde es jetzt einfach mal hinhalten und einklicken. Die Stunde der Wahrheit, ob alles richtig passt. Aber mit dem Einklicksystem finde ich richtig super eigentlich. So. Merkt ihr was? Das müsste eigentlich höher kommen. Punkt, 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 Scheidengleister. Ja, was habe ich denn falsch gemacht jetzt? Mein Gott, der Bur ist manchmal echter Depp. Ganz klar, was ich falsch gemacht habe. Den Drehpunkt habe ich ausgerechnet, ist ganz logisch. Jetzt habe ich aber vergessen mit zu einkalkulieren die Materialstärke. Die müsste ich natürlich noch ein bisschen, das hätte noch 3 mm nach unten müssen, damit es von der Materialstärke passt. Mann, ärgerlich. Was mache ich da jetzt? Entweder müsste ich jetzt diesen Drehpunkt wieder verschieben, oder, nee, das machen wir nicht, oder? Oder wir fräsen oben einfach ein Stückchen ab, dann komme ich einfach wieder, ja, dann müsste ich ja wieder passend hinkommen. Ich habe mich jetzt für Fräsen entschieden, aber, weil wenn ich die Klötze jetzt versetze, ey Leute, da komme ich wieder in die Bohrung rein. Das sind nur 3-4 mm. 4 mm fräse ich jetzt ab. Wir machen aber Gleichlauffräsen praktisch, weil wenn ich jetzt in die andere Richtung fräse, kann es sein, dass es mir hier was rausreißt. Also ich werde vorsichtig versuchen, das Ganze in Gleichlauf zu machen. Also mir ist es bewusst, was ich jetzt mache. So, also probieren wir es mal vorsichtig. Ich nehme dann natürlich einen Dingfräser mit dem Kugellager drauf. Ja genau, ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt, ja, streichen muss man es noch. Einklicken und jetzt die Stunde der Wahrheit, diesmal zum zweiten Mal. So soll es sein. Genau, also wenn ihr das macht, bitte denkt die Materialstärke einzukalkulieren. Einmal umgedreht. Füße kommen nach unten dran, jammern. Und zwar, erstens mal steht es ein bisschen höher. Wir haben da so einen kleinen Luftspalter drin. Es muss ja auch ein bisschen atmen können. Kommt unten die Luft rein und oben geht sie wieder raus durchs Dach. Optimal. Jetzt habe ich so kleine Gummifüßchen und die schrauben wir noch unten dran. Denn wir müssen dann natürlich das gleich hinschrauben, weil wir die Mechanik ja da innen drin anpassen müssen auf den Roboter. Also, auf geht's. Das Gehäuse steht. Wir kommen zur Mechanik innen drin, damit die Tür automatisch geöffnet wird. Jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich es euch jetzt erklären könnte. Ich werde das Ganze, ich habe den Plan im Kopf, auf was ihr achten müsst und wie ihr das Ganze selber bauen könnt, dann an eurem Mähroboter, das sage ich euch nachher, wenn ich fertig mit meiner Mechanik bin. Jetzt schaut's mir einfach zu, was ich mache, und danach werden wir drüber sprechen.
Meine Lieben, ihr habt es gerade gesehen, es funktioniert. Noch einmal vom Weiten von euch. Robby raus, zack, Robby rein, Tür zu. Die Mechanik funktioniert, aber es war jetzt nicht ganz so unkompliziert, das Ganze einzustellen. Aber natürlich möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich auf diesen Weg gekommen bin. Und ich möchte euch die Mechanik hier drin ein bisschen erklären, damit ihr auch gut an euer Ziel kommt. Jetzt mal zur Inneren der Mechanik. Fangen wir mal auf einer Seite an. Wir haben ja hier eine Traverse drin, die gelagert ist. Und wenn der Robby jetzt dann rausfährt, dann ist es ja so, ihr seht es ja, der geht raus und das Tür geht auf. Es kann sein, dass der Robby dann natürlich die Tür noch ein bisschen aufstoßen muss, aber es ist kein Problem. Robby kommt rein, stößt dagegen und das Ganze schiebt sich dann praktisch wieder nach hinten und die Tür geht zu. Fangen wir bei der Traverse an. Gelagert ist diese Traverse aus Auszügen, ganz normale Schubladenauszügen. Ich werde euch natürlich alles unten in der Videobeschreibung, was ich hier verwendet habe, verlinken. Und zwar ist es jetzt so. Jeder hat natürlich einen anderen Roboter, mehr Roboter. Und es kann natürlich sein, weil wir haben ja diesen Auflagepunkt, diesen Schiebepunkt hier, diesen, wo dann praktisch den Roboter nach hinten schiebt, kann bei jedem Roboter anders sein. Das heißt, beim Yuka ist es jetzt genau hier aktuell in der Mitte hier, wo dann der Akku dagegen fährt. Aber es kann auch sein, dass ihr den Auflagepunkt dann zum Beispiel auf zwei Seiten hat. Also könnt ihr die Traverse auch nach oben von der Höhe einfach versetzen, wo am besten der Punkt einfach ist. Natürlich nicht jetzt ganz nach oben versetzen, das ist ganz klar. Und dann ist es so, der Robby fährt raus, stupft das Tor leicht an und die Scharniere gehen nach vorne und das Tor öffnet sich. Also gut, Leute, es ist ein bisschen tricky, das Ganze zu erklären und ich kann euch auch nur empfehlen, weil ich habe da auch sehr viel rumprobieren müssen, euch jetzt solche Sachen erstmal mit beidseitigem Klebeband dorthin zu machen, um das Ganze zu probieren. Jetzt fangen wir mal einfach an mit dem Seil an. Wir haben ja hinten die Traverse, haben dann noch zwei Federn dran gemacht und das Seil geht dann praktisch an die Tür. Wichtig ist dabei jetzt, dass ihr diese Umlenkung nach unten macht. Warum ist das wichtig? Wir haben ja dann praktisch hier unseren Drehpunkt der Türe. Wir sind unterhalb vom Drehpunkt der Türe. Deshalb ist es auch wichtig, dass ihr nicht gerade nach hinten zieht, weil dann habt ihr ja zu wenig Seil und es zieht dann nicht richtig, sondern wenn nämlich die Tür offen ist, ich öffne jetzt mal die Tür, dann ist es wichtig, dass die Türe beim Reinfahren wieder geschlossen wird und dass sie nach unten gezogen wird. Weil sonst haben wir zu viel Kraftaufwand und dann geht sie richtig schön zu. Deshalb empfehle ich euch das Ganze mit beidseitigem Klebeband einfach mal auszuprobieren, hinzumachen und gut ist. Wie gesagt, es ist unwichtig, wie hinten die Traverse von der Höhe angebracht ist. Wichtig ist nur, dass der Punkt nach unten geht. Jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt und zwar das Gewicht an der Tür oben. Wozu brauchen wir das Gewicht? Es ist ganz einfach, dass praktisch, wenn die Tür aufgeht, dass auch die Tür automatisch aufgeht und nach hinten gezogen wird. Ganz wichtig. Ich habe hier einen Flachstahl verwendet, um die 900 Gramm circa, aber das müsst ihr je nach Tür, Material und wo ihr den Drehpunkt gesetzt habt, natürlich die Achse gesetzt habt, müsst ihr dann selber euch ausrechnen. Ich kann euch natürlich auch empfehlen, wenn ihr dann das Gewicht so richtig ausrechnen wollt, dann könnt ihr hier noch einfach Magneten hinmachen. Warum haben wir das Ganze abgesetzt hier? Und zwar ist hier ein Abstandshalter, das sind so circa 20 Millimeter. Wir müssen über diese Achse kommen. Wir haben ja hier diese Achse und das also das Gewicht muss hinter der Achse sein, damit das Ganze sich dann praktisch vom Übergewicht einfach dann hier öffnet. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, könnt ihr gerne noch mal fragen in den Kommentaren. Und Leute, hier ist noch eine Feder drin, damit das Ganze ein bisschen abgefedert wird hier. Das Seil, dass es nicht voll auf Spannung immer geht. Und hier ist so ein Einstellring, den ihr dran habt. Den kann ich euch auch noch verlinken. Ich habe hier eine 6 mm Rundstange verwendet. Es ist da hier so ein kleiner Knüppel dran. Das ist unwichtig, was ihr da hinmacht. Ihr könnt theoretisch auch einen Golfball hinmachen. Je nach eurem Robby natürlich, wie die Auflagefläche ist. Das ist einfach dafür, dass ein bisschen geschont wird, dass es nicht verkratzt wird. Da könnt ihr ein Holz nehmen, da könnt ihr einen Golfball nehmen oder, da müsst ihr euch einfach was einfallen lassen. Das Ding ist natürlich noch ein bisschen fein einstellbar, also das geht hier natürlich durch und wird dann gehalten durch diesen Stellring und das könnte ich theoretisch noch mal fein einstellen, wenn ihr das braucht. So viel dazu. Mechanik funktioniert. Ich hoffe, ihr habt es alles verstanden. Es geht jetzt zur Endfertigung. Es kommt das Dach drauf. Das Dach wird dann praktisch hier aufklappbar. Ihr könntet ja theoretisch auch noch Schlösser hinmachen. Vorhängeschloss hier, theoretisch, damit da nichts passiert, damit da nicht geklaut wird oder wie auch immer. Ich würde auch empfehlen, dann diese Box
unsere Hütte auch noch mit Winkeln auf den Boden zu schrauben und natürlich ganz wichtig, damit sich die Ladestation nicht bewegt, diese Ladestation auch nochmal festzudübeln auf dem Boden oder festzumachen, damit da auch nichts mehr verrutschen kann. Ich denke mal, ich werde das Ganze jetzt fertig bauen, Deckel drauf und dann werden wir das Ganze im Außeneinsatz einfach mal anschauen. Aber da brauche ich euch nichts mehr erklären, hier den Deckel drauf und so weiter, wie auch immer. Los geht's und wir sehen uns dann gleich draußen wieder. Wer macht es nicht gerne? Schutzfolie abziehen. Geil. Schick. Im Prinzip sind wir jetzt fertig. Aber ihr könnt es mir jetzt für blöd halten. Aber es kommen noch ein paar Accessoires dazu. Der 3D-Drucker hat das mal so schnell ausgespuckt. Und jetzt haltet mich nicht für blöd, aber es gibt noch eine schöne Lampe. Könnt ihr die erkennen? Schaut mal, eine richtig coole Lampe drüber. Noch einen Türöffner, einen kleinen. Und jetzt total übertrieben, noch ein kleiner Briefkasten. Schaut mal, den kann man sogar noch öffnen. Wenn ihr mal im Netz ein bisschen rumstöbert, ihr werdet nicht glauben, was die Leute machen. Die machen da Vorhänge rein, die machen da alles Mögliche. Die machen da Blumenkästen an ihre Mährobotergehäuse. Richtig lustig. Also dann bin ich nicht mal so richtig übertrieben. Wir kleben das einfach jetzt mit Sekundenkleber fest. Am rechten Platz steht unsere Garage. Festgedübelt, habt ihr ja gerade gesehen, ist ja auch. Die Ladestation würde ich erst nachher festdübeln, wenn ihr wisst, dass alles funktioniert. Ich bin jetzt ja selber mal gespannt. Wir haben es jetzt schon mal relativ gut eingestellt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt auf Mähen klicke. Und? Ja, Mann, schaut's mal, wie geil ist das denn? Mega! Das wollen wir natürlich erstmal abbrechen und wir wollen natürlich jetzt mal schauen, ob er dann auch natürlich zurückfährt. Jetzt fahren wir mal zurück in die Ladestation. Zack. Jetzt holt er erstmal Schwung, gell? Falsche Richtung, Robby. Ja, ja, er positioniert sich neu. Und die Spannung steigt. Yeah! Schaut's mal, wie schön die Tür schließt. Chaka! Mega! Ich zeig's euch nochmal bei geöffnetem Dach, wie das so funktioniert. Ich freue mich tierisch. Der Robby fährt los. Bam! Super! Und das schickt man natürlich gleich mal zurück, dass ihr das auch sehen könnt. Ich freue mich wie ein kleines Kind, ganz ehrlich, es funktioniert. Und jetzt möchte ich mal eure Meinung dazu wissen. Wie findet ihr das? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Aber ich habe euch natürlich noch die Maße versprochen und darauf werde ich noch mal ganz kurz eingehen, wenn das noch interessiert. Gut, ich habe das Ganze mal aufgeschrieben. Jetzt machen wir mal den Deckel auf. Ich sage es mal so, von den Proportionen. Ja, ich weiß, es ist eine riesen Kiste. Aber die Proportionen passen einfach. Denn die Länge oder die Tiefe, die braucht ihr definitiv, damit ihr einfach die Mechanik noch unterbekommt und dass einfach genug Platz ist. Denn eine Tiefe haben wir von 990 Millimeter. Das müsst ihr natürlich wissen. Also fast 1 Meter ist diese Hütte lang.
Und deshalb von den Proportionen passt es einfach, wenn man das Ganze jetzt von der Breite her sieht. Am Anfang habe ich gedacht, um Gottes Willen, wir hätten locker, ich sage jetzt mal 150 mm kleiner bauen können. Nee, jetzt ganz ehrlich, die Proportionen, die passen genau. Und die sind nämlich auf der Breite her 840 mm. So, die Höhe vorne, da haben wir 590 vorne und 530 hinten. Das heißt, wir haben eine 4 Grad Neigung fürs Dach gehabt. Wenn wir jetzt mal zur Türbreite kommen, wir haben eine Türbreite von 670 mm und eine Türhöhe von 380 mm. Und das müsst ihr natürlich auf euren Robby einfach anpassen, denn ihr braucht schon eine Durchfahrthöhe und ihr müsst da, wie ich schon erwähnt habe, mindestens 10 mm, nicht 10 mm, 10 cm einfach Platz lassen von oben, dass einfach noch ja, die Mechanik einfach von der Tür und die Drehachse einfach dann reinpasst. Alles Weitere müsst ihr auf euren Roboter natürlich selber alles komplett anpassen. Und natürlich, wem jetzt diese Hütte nicht gefällt, mir gefällt sie echt sehr, sehr gut, auch mit diesen kleinen Accessoires. Ihr könnt natürlich eure Hütte bauen, wie ihr wollt. Ihr könnt einen alten Holzstadel draus bauen. Ihr könnt es hier mit Fensterläden, ihr könnt es mit Vorhängen machen, ihr könnt es mit Blumenkästen, habe ich ja alles schon erwähnt. Ihr könnt das alles machen, wie ihr wollt. Es muss nicht so ausschauen, aber ich finde sie so einfach richtig mega. Ihr könnt da auch noch ein Vorhängeschloss hinmachen, da oben, dass wir den Deckel absperren könnten und hier unten auch. Dann ist er so auf die Art ein Diebstahlschutz noch zusätzlich. Die Kosten wollen wir natürlich noch erwähnen. Da sind wir richtig eigentlich gar überschaubare Kosten. Wenn man das Ganze natürlich elektrisch plant, dann ist man richtig teuer. Mit Steuerung, mit allem drum und dran kommt man richtig teuer weg. Kann man natürlich auch machen. Aber die Mechanik, ich sage jetzt mal so, das komplette Gehäuse mit Farbe, mit allem drum und dran, mit Aluverbundplatte, Holz, Dach, mit allem drum und dran, zwischen 130 und 150 Euro. Ist natürlich klar, wenn ihr jetzt noch kleine Details haben wollt, wie diese Aluleisten hier an der Seite, dann kommen wir so auf diese 150 Euro. Aber sonst sind wir einfach ohne diesen Aluleisten auf 130 Euro so gekommen. Und das muss ich mal ehrlich sagen, für diese Riesenhütte echt komplett überschaubar. Jetzt habe ich noch eins vergessen und zwar, ich habe hier vorne noch ein Abtropfblech hingemacht. Nennt man das so? Regenblech, Regendach, damit es durch Kapillarwirkung nicht da runterläuft, das Wasser. Aber ich werde euch sowieso versuchen, alles unten in der Videobeschreibung einfach nochmal zu verlinken. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es doch mal bitte unten noch in die Kommentare rein und ich versuche die auch zu beantworten. Und solltet ihr das Video jetzt feiern oder diese Mähhütte feiern, dann lasst dem Video doch bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Mähroboter, Garagengrüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.